Mahlzeit, meine Damen und Herren. Die Macht, die ist nicht nur mit Walt Disney, da gucken wir gleich auf die Zahlen, sondern sie scheint auch mit Tesla zu sein. Wir sehen es hier, eine Fahnenstange, die ist ja fast gar nichts dagegen. Gestern die Aktie aus dem Handel gegangen, erneut mit einem Plus von 13,72%. Im Handelsverlauf war die Aktie aber schon über 20% im Plus. Bis 965 US-Dollar ging es rauf. Also wir waren kurz vor der magischen Marke von 1000 US-Dollar. Tesla mittlerweile mehr wert als VW und BMW zusammen. Also jetzt kommen wieder alle und sagen, Bewertungsmaßstäbe, klar überzogen, aber es kann durchaus sein, dass die Anleger die 1000 US-Dollar einmal sehen wollen. Also von daher wäre ich auch jetzt noch vorsichtig mit Short-Spekulationen. Also da muss man ein bisschen abwarten, wie das Ganze ausgeht, obwohl die Aktie ja gestern nochmal deutlich gegen Handelsende zurückgekommen ist. Aber trotzdem, ich traue dem Brat noch nicht. Ich glaube, hier ist weiterhin Vorsicht geboten. Und gestern hat mit Sicherheit mal wieder ein Großteil der Shorties die Flucht ergriffen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Signal ist, zu sagen, okay, es kommt alles wieder ein gutes Stück weit zurück. Beim DAX heute genau umgekehrt. Der ist im Minus gestartet und wir sehen es mittlerweile 1,16% im Plus. Wir haben ja Freitag hier schon an der Marke von 13.000 Punkten wieder gekratzt. Ich habe gesagt, bleiben Sie ein bisschen ruhig, ein bisschen Geduld ist gegeben. Und jetzt sind wir schon wieder bei 13.437 Punkten. Es geht also ganz schnell auch wieder bergauf. Coronavirus hin oder her. Die Anleger haben es jetzt ein bisschen eingepreist, aber trotzdem, es gibt weiterhin schlechte Nachrichten. Trotzdem, wir sehen es, der DAX heute wieder über 1% im Plus. Und wir sind eben, ich habe es schon gesagt, bei 13.437 Punkten. Also diese Coronavirus-Delle, die ist jetzt erstmal wieder ausgebügelt. Und wer da alles die Flinte schon ins Korn geschmissen hat, der kann sich jetzt ein bisschen ärgern. Deswegen sage ich immer, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Es geht schnell rauf und runter mittlerweile. Schneller, als man es gewohnt ist von früher. Ich kenne es ja noch, wo es ganz, ganz langsam ging. Ne? Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und jetzt ist alles halt eben auch ein bisschen schnelllebiger geworden. Und wir sehen es, jetzt bald kommen schon wieder die Gerüchte auf, dann sehen wir ein neues Allzeithoch. Wir gucken auf die Zahlen, die es heute gab. Siemens ist im Plus, die Aktie war zunächst im Minus gestartet. Die Zahlen haben so richtig keinen vom Hocker gehauen. Der Umsatz nur um 1% gewachsen, das ist ja das Auftaktquartal für Siemens. Und da muss man sagen, okay, die Auftragsbücher sind auch ein bisschen ein Stück weit geschrumpft. Und der Gewinn ist auch ein bisschen unter den Erwartungen zurückgeblieben. Das haben die Anleger vorerst mal dann zu Handelsbeginn ein bisschen negativ aufgefasst. Aber dann ging ja so ein Ruck durch den DAX und da ist auch Siemens vorne, hat auch Siemens von profitiert. Die Aktie hat schnell gedreht, ist wieder ins Plus gegangen. Die Analysten haben sich gemeldet, haben auch alle Kursziele deutlich über dem aktuellen Kurs bei 120 bis 130 Euro ausgerufen und ihre Einstufung bestätigt. Von daher hat die Aktie dann wieder gedreht. Das Ähnliches bei Siemens Gamesa. Wir sehen es, die Aktie heute im Minus. Nachbörslich ist sie schon mal nach oben geschnellt. War vielleicht auch so eine kleine Verwechslung. Es gab dieses Gerücht, Siemens übernimmt komplett. Oder hat man aus so manchen Überschriften vielleicht herausdeuten können. Aber nichts da. Siemens kauft sich nur die Mehrheit, kauft einen Teil ab. Und von daher ist es keine Komplettübernahme und deswegen geht das Ganze auch heute wieder ein Stück weit zurück. Und wir sehen es, die Aktie kommt wieder ein bisschen zurück und wir müssen gucken, wie es weitergeht. Trotzdem baut Siemens damit natürlich an der Zukunft. Wir wissen ja, bei Siemens in diesem Jahr kommt noch die Gas- and Power-Sparte als Siemens Energy an die Börse. Und das ist natürlich ein nettes Zubrot, wenn man die Beteiligung an Siemens Gamesa damit einbaut. Dann wird natürlich auch Siemens im Bereich Wasserstoff interessant, weil die forschen da ja auch und sind da auch nicht so schlecht unterwegs. Und wenn das sich alles so ein bisschen ausgliedert und die Sparte komplett an die Börse kommt, ist das natürlich wieder so eine ganz interessante Abspaltung von Siemens. Und das ist natürlich was wir uns auf die Watchlist schreiben oder im Hinterkopf behalten. Wenn Siemens Energy kommt, dann gucken wir da genau hin. Könnte eine sehr interessante Aktie sein. Infineon hat heute auch Zahlen gebracht. Was die Anleger davon halten, sehen wir. 8,74% im Plus. Wie erwartet war das Auftaktquartal nicht so gut. Und trotzdem hält Infineon an der Prognose fest. Es war ein bisschen besser als erwartet oder nicht so schlecht wie erwartet. Man hält an der Prognose fest, man sagt, Mitte des Jahres, ab dem Mitte zweiten, Ende dritten Quartal, kommt wieder der Schwung und dann ist es wieder gut und man hält die Prognose. Die Anleger feiern das, keine negative Überraschung in den Zahlen und die Stimmung ist ja gedreht. Von daher, die Siemens wird schon sagen, Infineon heute einer der großen Gewinner im DAX und ein Plus von 8,7% im DAX. Muss man auch erstmal schaffen, ne? Also wir sehen es, die Aktie macht hier auf dem Fuß kehrt und nach oben wieder und die Zahlen beflügeln das Ganze. Die Probleme sind bekannt, die haben wir auch gesehen. Die Chips für die Automobilbranche, da schwächelt es ein bisschen und von daher müssen wir gucken, wie es weitergeht. Aber Siemens ist noch optimistisch und die Anleger sind auch optimistisch. Gucken wir auf die Tops und Flops. Und wir sehen es wird mal wieder ein bisschen Risiko aus dem Depot genommen. Klar, RWE zuletzt gut gelaufen, das muss ich alles hier nicht mehr wiederholen. Alles, die defensiven Werte sind heute im Minus. Da wird ein bisschen Kasse gemacht, obwohl die ja auch zuletzt ganz gut gelaufen sind. Also es ist ja nicht, dass man da jetzt irgendwie nur 1% oder so mit nach Hause nimmt, sondern wer jetzt Kasse macht und von Anfang, und nur, sagen wir mal, von Anfang an des Jahres dabei war, nimmt er bei RWE schon über 10% mit.
Infineon haben wir gerade schon drüber gesprochen. Lufthansa erholt sich auch deutlich nach den Rücksetzern, die wir gesehen haben. Streik, Coronavirus und alles hat ja besonders die Luftfahrtbranche belastet. Jetzt wird das so ein bisschen ausgeblendet und da gehört Lufthansa natürlich zu den ersten Adressen, wo die Anleger ins Risiko gehen. Und auch die Autowerte, die zuletzt stark unter Druck standen, die sind wieder heute alle vorne im Plus. Also die Anleger werden wieder ein bisschen mutiger und von daher sehen wir natürlich die Werte, die seit Jahresanfang kräftig gelitten haben, die sind heute deutlich im Plus. eBay gestern auch deutlich im Plus. Wir sehen es hier, 8,78%. Es gibt Gerüchte, dass eBay übernommen werden sollte oder übernommen werden soll. Es sollen angeblich Gespräche stattfinden mit dem Börsenbetreiber. Vielleicht kann man dann auch bald über eBay Aktien kaufen. Das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Geschäftsmodell, dass man die Aktien dann ersteigern kann. Vielleicht hat man das auch so ein bisschen im Hinterkopf. ICM bietet angeblich, man ist in lockeren Gesprächen, noch nichts in trockenen Tüchern, man weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber trotzdem ist das natürlich jetzt was die Fantasie anregt und wir sehen es, gestern hat die Aktie von eBay 7,8% zugelegt. Unsere Freunde von Warta kommen heute auch wieder auf ihre Kosten und wir sehen es, vielleicht ist die Talfahrt gestockt, die sind wieder über die 200-Tage-Linie zurückgekehrt. Ich habe sie extra nochmal mitgebracht, obwohl die Aktie heute keinen so großen Sprung macht, aber es sieht alles so nach einer Bodenbildung im Bereich von 75 oder 79 Euro aus, also ein bisschen drüber. Also von daher müssen wir da mal gucken, wie sich das auswirkt. Die Zahlen sind ja noch nicht da bis dahin, aber könnte es jetzt so einen leichten Seitwärtstrend geben und dann könnten die Zahlen die Richtung vorgeben, wie es dann weitergeht. Und von daher warten wir noch ein bisschen. Die Aktie ist auf unserer Watchlist und deswegen gucken wir weiter drauf. CompuGroup heute 10,64% im Plus. Zahlen der Hintergrund, die waren nicht ganz so, also mich haben sie jetzt nicht ganz so komplett überzeugt, aber es gibt noch eine Übernahme. Und alles und das Gesamtpaket scheint den Anlegern heute zu gefallen und deswegen ist die Aktie 10,64% im Plus. Bechtle ist auch auf einem neuen Allzeithoch, auch aus dem Bereich IT. Wir sehen es hier in der Empfehlung vom Bankhaus Metzler, treibt die Aktie deutlich nach oben und von daher sehen wir hier wieder ein neues Allzeithoch. Muss man mal abwarten, wie es weitergeht. Aber sollte man auf jeden Fall auch mal mit auf der Watchlist haben oder mit im Hinterkopf haben, bei Bechtle brummen die Geschäfte. Die Empfehlung sagt auch, dass wir in den nächsten Jahren organisches Wachstum sehen zwischen 7 bis 10% weiterhin, also die Aussichten bleiben gut und die Bewertung wird natürlich auch mal ein bisschen höher und von daher muss man da alles nochmal sich so in Ruhe angucken und sacken lassen. Unsere Zwiebel des Tages, Borussia Dortmund, die waren heute schon kräftiger im Minus, sind wieder unter 9 Euro. Tja, sie sind im Pokal ausgeschieden. Bremst natürlich nicht so richtig die Meisterschaftsfantasie und ob es im Pokal dann noch die riesen Einnahmen gibt, ja, die gibt es eben nicht mehr und ob die für die Entwicklung der Aktie auch so wichtig sind, eher nicht. Die andere Sache ist natürlich wieder, die Mannschaft hat ihr zweites Gesicht gezeigt gegen den Tabellenvorletzten in Bremen, scheidet man 3:2 aus. Da hat natürlich keiner mit gerechnet und jetzt natürlich die Frage, wie steckt man das in der Bundesliga weg und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall heute erstmal wieder ein Dämpfer für Borussia Dortmund nach dem Ausscheiden im Pokal. Und deswegen heute die Aktie, unsere Zwiebel des Tages, unter 9 Euro, trotzdem immer eine Aktie, die man auf der Watchlist mitführen sollte. Steinhoff, was ist da los? Wir gucken mal hier, wir sehen hier das Ding hier unten, ne? Von fast 0,05 Cent geht es rauf auf 0,1 Cent, 0,106. Hier muss man ja schon 3 Ziffern hinter dem Komma angeben, damit man ein bisschen guckt. Die Aktie hat sich jetzt innerhalb von ein paar Tagen oder von 2, 3 Tagen fast verdoppelt. Es gibt Übernahmegerüchte. Nicht komplett für Steinhoff, das will sich natürlich keiner ans Bein binden, aber wir haben zum Beispiel Pepco, Möbelhändler, eine Beteiligung hat, eine sehr große von Steinhoff. Die soll das Interesse einiger Finanzinvestoren geweckt haben. Es geht hier um eine Summe von 4,5 Milliarden Euro, die für die Übernahme hier dann fließen könnten, wenn man das aus dem Steinhoff-Konzern rauskauft. Dann gibt es noch eine Beteiligung an dem Matratzenhändler Kofel, der soll angeblich auch versilbert werden und alles. Und das ist natürlich so ein bisschen, treibt die Aktie jetzt hier, dass frisches Kapital reinkommt. Aber man muss auch sehen, Steinhoff ist auch hoch verschuldet. Und was vor allen Dingen auch ganz wichtig ist, wenn man sich von Pepco oder von der Beteiligung von Pepco trennt, dann bricht ungefähr ein Viertel des Umsatzes weg. Also Pepco ist jetzt kein kleiner Player im Konzern, sondern ein richtig großer. Also es hat dann alles seine Für und Widers. Wenn man den jetzt verkauft, kriegt man frisches Kapital, vielleicht 4,5 Milliarden Euro. Dafür bricht aber auch ein Viertel des Umsatzes weg. Da muss man gucken, wie sich das dann aufwirkt, weil irgendwann will Steinhoff ja auch wieder profitabel werden. Ne? Die Vergleiche laufen noch wegen dem Bilanzskandal, müssen wir alles hier nicht noch auszeichnen oder ausweiten, aber wir sehen es, die Aktie hat natürlich jetzt zugelegt. Es ist aber trotzdem ein reiner Zockerwert nach wie vor, auch wenn jetzt da Geld fließt. Natürlich haben da jetzt einige drauf spekuliert und wer unten die ganze Zeit ausgehalten hat, der kann sich jetzt freuen, je nachdem wie groß die Position war. Da jetzt blindlings hinterher zu springen und zu sagen, der Turnaround ist geschafft oder man sieht wirklich ein richtiges Licht am Ende des Tunnels,
Das glaube ich noch nicht. Also von daher muss man jetzt sagen, auch hier Steinhoff bleibt nach wie vor eine reine Zockeraktie. Wenn der Verkauf kommen könnte, geht es natürlich vielleicht ein bisschen nach oben. Aber das Wichtigste, worauf man bei Steinhoff achten muss, ist tatsächlich, ob ein Vergleich mit den Gläubigern und mit den ganzen Finanzskandalen, ob da was geschieht, ob da dann auch eine Einigung und ein Vergleich kommt. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, Steinhoff ist irgendwann mal wieder auf soliden Beinen, aber davon ist man bislang immer noch ein gutes Stück entfernt. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also ein reiner Risikowert. Gucken wir aufs Musterdepot und dann müssen wir zuerst mal über Adidas reden. Die Aktie kommt wieder ein Stück weit zurück. Es gibt eine Warnung, so eine kleine versteckte Warnung von Nike. Die haben gesagt, aufgrund des Coronavirus müssen wir in unseren Geschäften in China ein bisschen umstellen. Wir haben auf Halbtage umgestellt, also weil auch weniger Leute in die Geschäfte kommen. Deswegen haben wir nur noch die Hälfte der Zeit offen und wie sich das alles auswirkt, muss man mal abwarten. Also auch hier, Nike tritt auf die Bremse wegen Coronavirus. Das belastet natürlich heute auch die Aktien von Adidas und auch Puma. Aber wir sehen, die Aktie ist trotzdem Plus, sie war schon deutlicher im Plus, ist aber auch im Minus gestartet. Also es geht hier so ein bisschen rauf und runter bei Adidas, die ist ja bei uns im Musterdepot. Wir bleiben trotzdem weiterhin dabei und gucken mal, was passiert, wenn Adidas seine Zahlen vorlegt. Und die hat schon Disney gestern vorgelegt. Die Aktie hat schon im Vorfeld 2,41% zugelegt und vielleicht gucken wir mal auf Tradegate, Vanessa. Können wir gucken, wie sie vorbörslich jetzt nach den Zahlen liegt. Die Zahlen waren so ein bisschen gemischt. Ne? Auf der einen Seite Umsätze ganz gut angezogen, auf der anderen Seite ist der Gewinn um ein Viertel eingebrochen, weil man eben die Anlaufkosten für Disney Pro hatte oder Disney Plus besser gesagt. Aber man muss auch im Hinterkopf behalten, 28 Millionen Abonnenten hat man jetzt schon seit Mitte November, seitdem der Dienst an den Start gegangen ist, hat man mittlerweile 28 Millionen Abonnenten. Fast nur in den USA, weil man ja erstmal auf dem Heimatmarkt nur gestartet ist, in Holland glaube ich noch und in Kanada. Aber wenn man das überlegt, Netflix hat ungefähr 60 Millionen. Also haben die in kürzester Zeit schon fast die Hälfte der Abonnenten gewonnen, die Netflix auf dem Heimatmarkt hat. Weltweit hat Netflix ungefähr 158 Millionen. Und jetzt kann man sich ja ausrechnen, was passiert, wenn Disney jetzt erstmal weltweit an den Start geht. Und wir sehen es auch hier, die Aktie vorbörslich leicht im Plus. Da steckt noch ein Riesenpotenzial dahinter. Auch die Filme sind zuletzt gut gelaufen. Frozen 2 hat neue Rekorde gemacht und auch der neue Star Wars Film, in dem wir ja waren, hat auch neue Rekorde gebracht an den Kinokassen. Von daher, es läuft rund bei Disney und es könnte noch viel weiterlaufen und viel runterlaufen, wenn man überlegt, dass auch Disney nur aktuell 6,99 US-Dollar pro Monat fürs Abo nimmt und Netflix schon deutlich fast doppelt so teuer ist. Also von daher ist der Preis auch nochmal ein Merkmal, den man im Hinterkopf behalten kann, weil Disney kann ja irgendwann auch anfangen, immer so im $1-Schritten, so wie es Netflix gemacht hat, die Preise zu erhöhen. Und was das dann, muss man sich mal umrechnen, wenn man dann irgendwie so viel Geld hat und dann im Monat einfach mal eben nur um $1 erhöht. Das ist ja jetzt für den Einzelnen nicht viel, aber in der Gesamtzahl, wenn man überlegt, dass Disney dann irgendwann 160 Millionen Abonnenten hat und dann pro Monat, da weiß man ungefähr, wie viel Potenzial jetzt eben in dem Disney Plus noch steckt. Gucken wir kurz aufs Musterdepot. Wir sehen es, Aurelius leicht im Plus, Adidas vergeht sich schon wieder ein bisschen ins Minus, deswegen ist natürlich auch der Schein im Minus, hat sich aber alles wieder deutlich erholt. Wir bleiben dabei. TUI ist auch wieder ins Plus gekommen. Einige hatten ja gefragt, warum TUI. Also wir setzen weiterhin, dass sich das Ganze ein bisschen entspannt. Tele Columbus läuft gut seit unserer Aufnahme. Disney ist mittlerweile auch wieder ins Plus zurückgekehrt und unsere, sage ich mal, Dividendenperlen Zürich Insurance Group und Adidas glänzen auch mit einem kleinen Plus im Depot. Mehr wollen wir ja gar nicht. Und bei Beyond Meat wird's Beyond Meat, danke Vanessa, hat es noch gar nicht gesagt, Beyond Meat wird's morgen spannend. Da gibt's die Zahlen morgen. Eigentlich wollte ich vorher raus und habe ja auch gesagt, meine persönliche Schmerzgrenze ist so ungefähr bei 110 US-Dollar. Jetzt müssen wir gucken. Da sind wir ungefähr auch angekommen. Hier sind wir bei 110,43. Morgen gibt es die Zahlen. Ich gehe volles Risiko. Ich hoffe, dass die gut werden. Ich denke, dass sie gut werden. Und ich denke, dass die Aktie dann nochmal einen Sprung macht, dass wir wieder ein schwarzes Quartal mit schwarzen Zahlen sehen. Ich kann mich natürlich täuschen und dann wird die Aktie hier ganz anders aussehen und dann dürfte sie auch aus dem Depot rausfliegen. Aber ich nutze noch dieses komfortable Polster von 32,86% im Plus und warte die Zahlen ab und gucke, was dann da kommt. Auch ThyssenKrupp haben einige gefragt, ist es da jetzt vorbei? Wir haben ja die HV gesehen. Wir sehen es auch heute, die Aktie erholt sich wieder so ein bisschen. Ist natürlich ganz klar, wenn die Märkte ein bisschen Risiko rausnehmen, dann sind so Werte eben wie ThyssenKrupp oder wie eine Wirecard oder auch eine BMW zurzeit, die nicht richtig aus dem Quark kommt. Natürlich die Werte, wo man zuerst überlegt, die wieder aus dem Depot zu schmeißen. Deswegen leihen die natürlich, davon sollte man sich aber nicht ganz so blenden lassen. Position ist ungefähr 6% bei mir im Depot im Minus, mache heute wieder 2% gut. Ich denke trotzdem, dass es noch irgendwie jetzt ein bisschen mehr kommt von Frau Merz und dass das Ganze die Fantasie wieder ein bisschen antreibt. Deswegen bleiben wir auch hier mit dabei. Dann kommen wir zu unserem Gewinnspiel, meine Damen und Herren. Das startet heute. Es gibt zwei verschiedene. Beim einen können Sie bei uns gewinnen und zum anderen weise ich nochmal darauf hin, Trading Masters, Akademie des Erfolges. Nur ein Trade jetzt in dem Monat reicht und Sie können 5 Tage
USA gewinnen. 5 Tage New York. Nur ein einziger Trade. Sie brauchen sich jetzt anmelden, brauchen gar nicht um den Gesamtsieg oder irgendwas mitspielen, da gibt es auch tolle Preise, aber jetzt reicht ein einziger Trade. Der beste Trade im November, der fliegt für 5 Tage nach New York, kann ich nur empfehlen. Also wenn Sie noch keinen Urlaub vorhaben und nach New York möchten, dann natürlich hier mal mitspielen. Und warum machen wir das? Wir haben unser eigenes Gewinnspiel auch noch, also heute gibt es doppelte Chancen zu gewinnen und da gibt es dieses Mal einen Gutschein von Amazon. Amazon ist wieder im Billionaires Club oder Trillionaires Club, je nachdem, welche Währung man zugrunde liegen möchte. Und wir feiern das mit einem 500-Euro-Gutschein von Amazon. Sie wissen, wie es geht, wenn Sie neu sind und es nicht wissen, einfach unter dem Video eine Aktie posten, von der Sie meinen, die performt richtig gut in den kommenden Tagen, also besser gesagt bis Ende Februar. Und wer da die beste Performance hat, der gewinnt. Die alten Hasen hier kennen es schon, die neueren wissen es jetzt, wie es geht. Also unten fleißig Aktien posten. Dieses Mal gibt es von uns einen Gutschein von Amazon in Höhe von 500 Euro. Also kein Geschenk, was wir vorgeben, sondern diesmal können Sie sich aussuchen, was Sie wollen. Ich glaube, bei Amazon findet man alles. Also, mitspielen. Bis morgen.